Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich sag's euch, die Legoland-Saison hat wieder gestartet. Ich bin überglücklich darüber, ich hoffe ihr auch. Und ja, wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute, was wir dort geshoppt haben. Genau, es hat nämlich nicht nur die Legoland-Saison wieder gestartet, sondern für uns auch die Legoland-Shopping-Saison. Wir haben einiges eingekauft, wollen wir euch zeigen in einem zweiteiligen Haul-Video, weil es doch einiges ist, was hier nebenbei am Boden steht. Wir machen jetzt mal ein Video mit den Teilen, die euch interessieren aus der Fabrik. Da sind einige Highlights dabei und dann haben wir noch ein zweites Video für euch in Vorbereitung, was dann mit dem City Shop, dem Boutique Shop und dem Minifiguren-Shop sein wird, glaube ich. Also seid auf jeden Fall dabei. Ihr habt ja vielleicht schon das ein oder andere Legoland 2023er Video gesehen von uns. Wir haben ja, oder besser gesagt ich, dort ein bisschen gefilmt. Und lange Rede, kurzer Sinn, es war bei uns dieses Jahr ein wenig schwierig mit der Saisoneröffnung und mit dem Hinkommen. Ich war, vielleicht habt ihr es bemerkt, am 25. März, also am Saisoneröffnungstag alleine dort. Übrigens, heute ist der 26. März, mein Geburtstag. Ja, deswegen ist er auch noch so heißer, weil er so viel mit euch geredet hat und deswegen trinkt er auch Tee und keinen Kaffee. Ist mir noch nie passiert. Verheerend, aber gut. Aber es ist super, dass er mit euch geredet hat. Also er hat sich sehr gefreut. Ich habe gestern schon im Auto irgendwie gemerkt, dass meine Stimme nicht mehr so gut ist. Ich bin nicht krank, aber ich habe den ganzen Tag mit euch gequatscht und das war total cool. Also danke an alle, die hergekommen sind und mit mir geredet haben. Es war so ein schönes Gefühl. Ich bin danach nach Hause gekommen. Wirklich überglücklich natürlich, weil ich Rita wieder gesehen habe. Alles erzählt, obwohl er eh schon heißer war. Es mussten natürlich diverse Episoden erzählt werden, also total cool. Aber meine Stimme hat das irgendwann nicht mehr mitgemacht. Und weil es auch geregnet hat und alles. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen ehrlich mit euch sein. Wir hatten die Gelegenheit und vielen lieben Dank an dich, lieber Jürgen, am 24. März, also einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, zum Legoland Freunde- und Familientag zu kommen. Das ist ein Tag, wo alle Legoland-Mitarbeiter ihre Freunde und Familien mit in den Park nehmen dürfen. Dort konnten wir shoppen in aller Ruhe, alles anschauen. Wir sind zwar leider nicht mit der neuen Achterbahn gefahren, aber wir hatten da wirklich auch Zeit, alles anzuschauen. Und da konnte Rita auch hin. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir am 24. gemeinsam dort waren und am 25. dann ich mit der Kamera ein bisschen gefilmt habe. Und es ist wirklich auch schön, dass wir im Legoland so viele nette Leute kennengelernt haben und eben mittlerweile auch schon Freunde gefunden haben, die uns zu solchen Events wie dem Freunde- und Familientag vor dem Eröffnungstermin einladen. Also vielen Dank. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen euch ja zeigen, was wir eingekauft haben. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier gleich. Und ich habe mir gedacht, ihr habt es ja immer gern, wenn wir gut vorbereitet sind. Und deswegen habe ich das auch gemacht und habe hier gleich die neuen Fliesen, oder auf jeden Fall die Fliesen, die wir geshoppt haben. Besser vorbereitet als ich. Ich habe meine Teile noch gar nicht ausgepackt. Immer dasselbe. Aber Christoph soll heute auch ein bisschen weniger reden, nicht, dass er weiterhin so, vielleicht bin ich auch aus einem anderen Grund heißer, wer weiß es. Nein. Ich hatte genug Spione im Legoland. Irgendwer hätte mir schon was erzählt. Ja, genau. Also, einer meiner Favoriten, die Fliesen, die neu sind in der Fabrik, und ich glaube, das ist vom Jazzclub. Ich habe den Jazzclub nicht aufgebaut, aber soweit ich mitbekommen habe, ist das eine Fliese, die im Jazzclub vorkommt. Die ist richtig, richtig cool, auch richtig groß. Und darunter finden wir eine Wassermelone, die hat es, glaube ich, letztes Jahr auf jeden Fall am Ende nicht mehr gegeben. Ich weiß nicht, ob es sonst mal gegeben hat, aber sowas ist natürlich immer sehr praktisch, weil Essen kann man immer brauchen. Und darunter haben wir ein Notenblatt. Das finde ich auch sehr cool. Hier auf der Seite eine Fliese, die man sehr schlecht sieht. Speziell auch in der Fabrik habe ich mir zuerst gedacht, dass das gar nicht bedruckt, also gar keine bedruckte Fliese ist, aber sie ist bedruckt. Und ich habe die Fliese gestern auch gesehen und habe weder mit bloßem Auge noch durch die Kamera erkannt, was das sein soll. Eine Katastrophe. Aber das ist, glaube ich, von Monkey Kid. Eine Fliese mit einem Schwein drauf, und Steine im Weltall hat mir gesagt, wie dieses Schwein heißt, und ich habe schon wieder vergessen. Also bitte schreibt es in die Kommentare, vielleicht merke ich es mir irgendwann. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, ja, da ist mit dabei. Und hier drunter haben wir noch ein Porträt von einem älteren Herrn, finde ich auch sehr cool. Dann hier eine Fliese, die auch sehr, sehr speziell ist. Da ist eine Mumie drauf und, glaube ich, ein Vampir oder so. Wo das vorgekommen ist, keine Ahnung, aber ich finde sie eigentlich auch recht cool. Speziell für den Gruselpark auf jeden Fall.
Daneben ein Bild von einer Brücke, vielleicht der Golden Gate Bridge, ich weiß es nicht. Weiter daneben haben wir hier Sonnenblumenkerne zum Aussehen oder vielleicht auch Füttern von Tieren. Dann haben wir hier eine Zeitung. Die finde ich sehr cool, weil die in Sandfarben ist, weil normalerweise sind ja die Zeitungen alle weiß, aber hier die ist in Sandfarben, finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Und daneben noch 2 verschiedene Handys haben sie jetzt auch. Die blauen haben wir ja einige auch in der Lego-Stadt. Deswegen habe ich dann nur ein paar genommen. Mehr von den Orangen, die finde ich echt klasse. Und nein, die sind, glaube ich, nicht von Hidden Side, weil das auch die Frage war in der Fabrik. Weil da müsste ja, glaube ich, ein Geist drauf sein. Also ich glaube, das ist von irgendeinem neueren Set. Ob das nicht auch bei dem neuen Passagierzug vorgekommen ist. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube schon. Genau. Glaube ich auch, ja. Und dann hier oben. So, dass du richtig liegst. Christoph ist auch wieder dabei. Okay. Und die ganze Zeit dabei. Aber er ist brav leise. Und das war ja auch, ich sehe die Fliesen auch zum ersten Mal, weil es war diesmal wirklich sehr interessant. Normalerweise bin ich ja in der Fabrik filmen und Rita kauft in der Zwischenzeit ein. Und dieses Mal konnte ich auch, weil wir eben am 24. März keine Kamera mithalten, konnte ich auch einkaufen. Ich habe aber trotzdem nicht gesehen, was Rita gekauft hat, weil ich meine eigenen Steine gekauft habe. Also ich hoffe, wir haben keine Duplikate. Und es war so komisch, ohne Kamera unterwegs zu sein, ich sag's euch. Also das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wir waren die ganze Zeit unterwegs und dachten uns, irgendwas haben wir vergessen, aber zum Glück nicht. Es war nur die Kamera, die fehlte. Genau. Dann haben wir hier nochmal eine Zeitung, die haben wir auch schon zu Hause, aber natürlich Zeitungen kann man immer brauchen. Hier oben ein Baustellenschild, das finde ich sehr, sehr cool, weil es auch sehr groß ist. Da werden wir sicher die eine oder andere Baustelle bei uns aufpeppen. Und daneben haben wir noch ein Schild mit verschiedenen Eiscremesorten und den Preisen dazu. Und hier daneben haben wir noch so große Donuts. Die sind, glaube ich, bei dem Donutladen da mal vorgekommen, bei der Polizeistation. Da hat es letztes Jahr die rosaroten immer gegeben. Die gibt es dieses Jahr übrigens auch, die rosaroten. Die habe ich aber nicht mitgenommen, weil die haben wir eben schon. Deswegen hier die Schokodonuts. Applaus an dich, Rita, und auch so gut vorbereitet. Du weißt genau, aus welchem Set welche Teile sind. Fliesen, bedruckte hatten sie wirklich jede Menge geile. Ja. Also wir haben da bei weitem auch gar nicht alle genommen. Zum Beispiel die wir letztes Jahr schon in rauen Mengen nach Hause gekarrt haben, haben wir dieses Jahr gar nicht mehr genommen. Das sind eigentlich alles neue Teile. Aber ich finde es so toll, weil es sind wirklich einige Teile, die eben diese Saison anders sind und das hätte ich mir gar nicht erwartet. Genauso auch wie dieses bedruckte Teil hier. Ich glaube, dass das irgendwie eine Pferdewaschanlage, ein Pferdewaschanlageschild ist oder sowas. Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich bei einem Stall. Oder vielleicht ist es auch ein Badezimmer mit einem Pferdefreund, Liebhaber, was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich sehr cool. Was auch immer wir damit machen, wir werden es herausfinden. Dann haben wir hier noch andere Fliesen. Genau, so wollte ich es eigentlich präsentieren. Ich glaube, das ist vom Boutique Hotel. Ein richtig cooles Bild. Ja. Ist dort hinten, glaube ich, in dem Museum drinnen. Moderne Malerei, finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier eine Einkaufsliste und einen Brief. Das sind Sachen, die hat man wahrscheinlich schon zu Hause, aber kann man immer wieder gut gebrauchen. Ein Radar, glaube ich, sollte das sein. Keine Ahnung, für was wir das brauchen, aber kam auch mit. Einige Uhren sind auch mitgekommen. Sind eher wir sind Uhrenfans. Ja, so ältere Modelle, nicht die weißen, die man sonst kennt. Dann, glaube ich, diese Fliese ist von der A-Frame Cabin. Weiß ich auch nicht, ob das stimmt, aber ich glaube schon, es sieht auf jeden Fall so in die Richtung aus. Vielleicht dann irgendwie für den ländlichen Bereich oder sonstiges. Dann haben wir hier eine VHS-Kassette. Finde ich eigentlich auch ganz lustig. Wo wir die auch immer hingeben, ich weiß es nicht. Dann Solarpaneele, da habe ich hier 2 hingegeben, weil es, ja, einfach weil ich es nicht gecheckt habe und dann habe ich gemerkt, das sind 2, aber auch egal. Doppelt hält besser, das heißt, ein paar von unseren Häusern werden aufgerüstet mit Solarpaneelen, so wie auch in der echten Welt, nicht wahr? Dann haben wir hier unten noch ein Missing Dog, also da wird dieses Mal ein Hund vermisst. Und letztes Mal hat ja die Katze gefehlt, oder? Genau. Ja. Dieses Mal der Hund. Das heißt, auch Hunde sind nicht davor gefeit, davon zu laufen, leider. Aber wir werden ihn finden. Und dann haben wir hier noch so ein Schild. Ich glaube, das ist von irgendeinem von diesen neuen Bauernhofsets oder, keine Ahnung, Supermarkt-Sachen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, wo wir das verwenden werden. Wir werden es herausfinden.
Dann noch dieses Schild hier, das ist irgendwie eine Nummer von irgendeinem Haus. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Dann dieses Strom, also Achtung Strom-Schild. Darüber ein, keine Ahnung, Flugzeug. Vielleicht in einem Flugzeug, dass da die Anzeige ist, wie viel Tank noch drinnen ist oder sowas. Irgend sowas. Also ihr seht, bei manchen Teilen wusste ich nicht mal, was das genau ist, aber es sieht toll aus. Es ist bedruckt, es ist super, deswegen nimmt man das auch mit. Dann haben wir noch den Donut Thief, also den Donut Dieb, der in der Zeitung ist. Und hier oben, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was das genau ist. Vielleicht eine Art Navi oder sowas, was das darstellen soll. Ja, da sind 2 Bäume, ein Fluss drauf und eben irgendwie, oder vielleicht macht gerade jemand ein Foto davon und das ist quasi dann, ja, das Screen davon. Da sagt noch mal einer, ich rede viel. Rita ist voll in Fahrt, aber das ist gut so, denn es sind wirklich coole Teile. Ja, und einmal werde ich nicht unterbrochen. Darf ich auch mal was präsentieren? Bitte. Eine große Fliese. Wirklich cool. Hat uns gefreut. Wir haben uns das Set damals ja nicht gekauft, letztes Jahr. Kommt vielleicht noch. Sie haben die 8x16er bedruckten Fliesen in grün mit dem Fußballfeld drauf. Also eigentlich nur 2 verschiedene hier. Einmal den Mittelteil und einmal den Randteil. Haben wir genommen. Wir wissen zwar nicht, ob wir noch einen Fußballplatz in Wild City einbauen, aber gefällt uns sehr, sehr gut. Ich liebe diese großen Fliesen was einfach. wir nicht mitgenommen haben, aber es gab die auch in schwarz. Ja, aber groß. Ohne Bedruckung. Ohne Bedruckung. Ja. Aber falls ihr die braucht, die gibt es auch. Genau, in der Fabrik. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch und übrigens, wir haben von jeder Fliese ein paar mitgenommen. Nicht nur eine einzige, sondern ein paar Mal, aber eben aus Gründen der schnelleren. Sonst sitzt ihr hier 2 Stunden mit uns, nur für die Fliesen. Sehr cool auch diese neuen Pflanzenteile aus den City-Sets, auf die habe ich mich gefreut. Von den Bauernhofsets. Die kann man so aufbauen und aufstocken und vielleicht bauen wir sogar unser Maisfeld neu oder machen irgendwas in Newtown. Ja. Ich hätte ja gehofft, es gibt Maiskolben auch, also die kann man dann so zusammenstecken und ja, so oder so, je nachdem. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also da freue ich mich sehr darüber, dass sie die jetzt auch hatten. Dann haben wir haben wir schon hergezeigt, also das habt ihr schon gesehen, da sind bedruckte Fliesen drin. Dann hat Rita auch bei diesen, ich nenne sie immer Sumpfpflanzen, zugeschlagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, das ist Dark Green. Eine Farbe, wo ich dieses Teil noch gar nie gesehen habe. Und die gab es auch in anderen Farben. Also die gibt es, glaube ich, auch wieder in diesem hellen Grün und ich glaube sogar in Oliv sind sie auch da gewesen. Mittelgrün habe ich auch gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben es auf jeden Fall jetzt nur in Dark Green mitgenommen, weil wir halt da keine haben. Wir haben die ganz gerne und in Dark Green haben wir sie noch nicht gesehen. Cool. Da sind wir immer sehr, sehr zufrieden. Übrigens, Rita trinkt Kaffee. Es ist schon 8:30 Uhr abends, aber Rita will natürlich noch ein Käffchen. Ich trinke heute Tee wegen meiner Stimme. Ich will ja wach sein hier. Brauner Busch. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, aus welchem Set der ist, aber den haben wir noch nie in Braun gesehen. Da haben wir auch gleich sehr leichtes Teil ein paar mitgenommen. Gab es auch noch in dunkelgrün auf jeden Fall und ich glaube im normalen Mittelgrün. Genau. Dann haben wir hier fast ein bisschen übertrieben. Da haben wir eingekauft und wirklich unser Limit dort ausgereizt mit den 100 Gramm pro Person und Kaufstag. Für Christophsberg natürlich. Genau. Er braucht einige von diesen Burbs. Ich glaube, das sind die Burbs, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß das auch nie. Ihr habt mich aufgeklärt. Ich weiß jetzt, was das heißt. Dass das dieses Ugly Piece ist. Big Ugly Rock Piece, genau. Danke dafür. Und da braucht man natürlich einige und leider sind die aber so schwer, dass man halt nicht so viele mitnehmen kann. Aber vielleicht dann. Sind auch nicht besonders billig in der Fabrik, ganz ehrlich, aber setzt da einen Gutschein und ihr bekommt sie billiger als auf Bricklink. Ich stecke das mal zusammen, dass man das besser sehen kann. Das sind so Dosenteile in Perlmutt. Sowas. Ja. Ich finde die Farbe einfach richtig cool. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Aber ich dachte mir vielleicht beim Elsa-Schloss oder so. Ja, leider. Ja. Und ich wurde übrigens an der Kasse, also nicht vom Verkäufer, aber an der Kasse ausgelacht, weil ich die ganze Zeit gefragt habe, wie das Set heißt mit den dicken Katzen. Weil da kein Schild stand. Und ich habe dann gesagt, die dicken Katzen und der Verkäufer hat sich bestens ausgekannt. Also ich will ja nicht sagen, aber ja. Jetzt habe ich meine dicken Katzen hier zu Hause. Diese haben wir schon in einem Set mitgehabt. Ich glaube, das war so ein Friends-Set. Wenn das nicht dieses Haus
dieser Anhänger war, wo sie dabei war. In Dunkel habe ich sie aber noch nicht gesehen oder haben wir sie auf jeden Fall noch nicht in der Stadt. Deswegen, das finde ich richtig cool. Dann haben wir noch Papageien mitgenommen, die Oldschool-Papageien. Also einmal in weiß, einmal in blau-gelb. Das war, weil Christoph sich die gewünscht hat. Die klassischen Papageien sind immer noch die besten Lego-Vögel, finde ich. Da kommt niemand ran. Sonst. Und jemand hat mir gesagt, es gibt neue Babys. Ich habe mich so gefreut. Es gibt keine neuen Babys, also es sind wieder die gleichen. Aber dieses Mal ist jetzt beim Set eine Trage dabei. Was natürlich auch ganz cool ist für eine Minifigur. Und ein Fläschchen. Das heißt, das Set ist quasi neu, weil es neu zusammengestellt ist, aber eigentlich ist es nichts Neues. Aber trotzdem, ja. Ich glaube 9 Euro oder so kosten die dann. Oder? Nein, das ist zu viel. Ich glaube, dass die günstiger sind. Ich weiß es jetzt aber nicht. Müssen wir in unserem Video nachschauen. Ich habe den Preis vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ja. Auf der Rechnung nach. Vielleicht steht es irgendwo. 2,99 kosten 2 Stück. Ach so. Ja. Hups. Sorry. Da war ein Neuner drin, aber falsche Stelle. Dann gab es noch diese Rollhunde. Das gehört eigentlich das noch hineingeklipst. Ja, also in Sachen Inklusion macht Lego jetzt wirklich alles richtig. Es gibt jetzt Friends-Figuren, die keinen Arm haben. Es gibt welche, die nichts hören, welche, die nichts sehen, Rollstuhl und so weiter. Jetzt sitzen nicht nur die Figuren im Rollstuhl, sondern auch schon die Hunde. Wir haben ja auch noch Blindenhunde irgendwo, ich weiß jetzt aber nicht wo, wobei da nicht der Hund blind ist, sondern der Besitzer davon und der Hund, der ist der ihm hilft, hoffentlich, genau. Und ein Teil, wo ich mich besonders gefreut habe. Endlich haben wir es. Lange gesucht, nie gefunden. Wir haben ja gefragt, ob es die überhaupt gibt. Also das sind diese Fliesen 1x1 und 1x2 und deswegen könnt ihr sie auch so schlecht sehen. Durchsichtig, transparent, komplett. Und wo kommen die hin, liebe Freunde? Wo kommen die hin? 3, 2, 1 beim Pinguingehege im Zoo. Genau. Ja. Da wollten wir die Noppen weghaben oben und wir haben uns gefragt, gibt es sie hier? Und ja, es gibt sie. Dürfte ein sehr seltenes Teil sein. Die gibt es in allen möglichen Farben, diese Transparent Fliesen, aber nicht in ganz normal Transparent. Dann haben wir, hast du alles gezeigt? Ja. Diesen geriffelten Round Brick in Braun wieder genommen. Das ist jetzt nichts Besonderes, den haben wir schon öfter genommen für unsere Bäume. Ein schönes Säckchen. Also da haben wir gut zugeschlagen. Dann, und da habe ich mich besonders gefreut, dass es die wieder gegeben hat, meine schwarzen Stützen für die U-Bahn und für diese Newtown. Erhöhung in Newtown. Auch reichlich davon, weil uns die ja ausgegangen sind und wir nicht weiterbauen können. Dann haben wir noch, wenn das die anderen waren, die Burbs heißen, haben wir dann auch noch Lurbs genommen in Dark Bluish Grey, also auch ein gutes Säckchen. Gibt es da jetzt 3 verschiedene Sorten? Ich habe gedacht, es gibt nur die was um die Ecke gehen und die was flach sind. Ja, und die hier. Also die einen sind die Burbs, die anderen heißen Lurbs und die dritten heißen, keine Ahnung, es sind irgendwelche Gesteinsformationen. Dann haben wir auch, es gibt einige Teile mit so Snot Building Technology, oder wie auch immer man das nennt, auf jeden Fall, wo man so auf die Seite bauen kann. Ich habe mir gedacht, wenn wir irgendein Gebäude bauen in Dark Tan, einmal Zweierstein mit und diesen Bild aufhängen möchten. Genau, außen Klimaanlage, innen Bild. Dann haben wir diese Mauersteine, da hat es auch alle Farben gegeben. Einmal 4 und einmal 2 in Medium Nougat. Das ist auch eine Farbe, die wir in letzter Zeit sehr, sehr gerne verwenden. Auch ist die auch natürlich genommen. Schön. Also wirklich. Und das sieht einfach so appetitlich aus. Ich liebe diese Farbe so. Ich sage es, glaube ich, bei jedem Video, aber ich sage es heute auch wieder. Christoph möchte die immer essen, aber gut. Dann haben wir, die ist leider ein bisschen zerkratzt. Aber ja, manchmal muss man aufpassen auf die Teile, die zerkratzen echt schnell. Das sind diese großen Fensterscheiben, die brauchen wir einfach immer. Zum Beispiel für das Eishockeyfeld. Für das Eishockeyfeld. Da haben wir jetzt zwar welche bekommen, vielen lieben Dank. Ja, aber wir brauchen noch mehr. Ja, und außerdem trotzdem, wir brauchen die eigentlich immer überall. Ja. Also von dem her, ja. Dann einmal das haben wir schon hergezeigt. Einmal in Dark Tan. Dark Tan entwickelt sich mittlerweile zu einer Farbe, die wir sehr, sehr oft brauchen. Jetzt gab es endlich mal 1x1. Das sind nämlich die kleinen Steine teilweise teurer als die großen. Dann haben wir auch, das ist Dark Orange, dieses, ich nenne es Containerpanel, vielleicht für einen Container beim Güterbahnhof ein paar Mal genommen. Da gibt es wahnsinnig viele Farben, also auch in Rot, Schwarz, Weiß, ich glaube Blau. Und dann hat Rita, und das ist glaube ich schon das letzte, was ich heute für euch habe. Terraforming. Ja, das ist schon das letzte, kann es sein? Ja. Ist das nicht genug?
Aber gut, fürs Terraforming oder halt, ja, für alles Mögliche, in grün-braun-Tönen haben wir alle möglichen 1x1er mitgenommen, weil die braucht man einfach für alles Mögliche und da haben wir halt eine Mischung. Genau, die kosten dort so in etwa 1 Cent pro Stück, wenn man keinen Gutschein setzt. Mit Gutschein natürlich günstiger und in allen möglichen Farben. Da ist auch Sandgreen dabei, da ist Olivgrün dabei, sind diverse Grautöne dabei. Einfach das Säckchen, das werden wir umfüllen in so ein kleines Behältnis und das nimmt man sich einfach mal wo mit, wenn man irgendwo in der Natur ist und die Steine, die gehen weiter wie sonst noch was. Da haben wir uns letztes Jahr mal so ein Säckchen genommen, puff und weg damit. Ja, jetzt haben wir wieder Nachschub. Ich glaube, wir haben jetzt für den Moment alles gezeigt, meine Lieben. Das war aber noch nicht alles. Wenn ihr Interesse habt, erstens mal, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Teilen oder schickt uns auch Updates, wenn ihr im Legoland wart und wenn es andere Teile gibt. Genau. Wenn wir irgendwas nicht mitgenommen haben, es war halt, weil es doch wieder sehr viele Sachen waren. Speziell bei den Fliesen. Wow. Also, ja. Und wir werden jetzt mal ein bisschen aufräumen und vielleicht gibt es dann noch einen zweiten Teil dieses Hauls aus dem City Shop, aus dem Boutique Shop und aus dem Minifigurenladen. Ganz genau. Genau. In dem Sinne, macht es gut und baut auch ihr was Schönes, vielleicht auch mit Fliesen. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder ohne weiteres weiterbauen in Wild City. Die Stadt wird noch schöner, dank des Legolands. Oh ja. Also macht es gut und bis bald und vielleicht sieht man sich ja auch im Legoland. Tschüss! Tschüss!